Hi! Wir sind gerade in Kambodscha in der Vorweihnachtszeit und wir liegen mitten im Paradies. Dabei muss ich so oft zurückdenken an unseren letzten Dezember in Griechenland und wie wir dort die Vorweihnachtszeit verbracht haben. Es war wirklich wunderschön. Wir haben damals diese Videos nur für Freunde und Familie gedreht, aber wir haben beschlossen, als kleines Nikolaus-Goodie das Ganze jetzt zu veröffentlichen. Wir fahren mautfreie Straßen direkt neben der Autobahn. Und wie findest du das, Andi? Ja, gut. Andi, Hey, wo sind wir? Akropolis. Und wo ist die? Irgendeine Hauptstadt, glaube ich. Hello! Das hier ist unser komplettes Dezember-Video. Warum? Wir waren ziemlich faul und jetzt haben wir alles mal zusammengestückelt. Also bitte nicht böse sein, aber das wird jetzt ein einstündiges Video. Etwas länger als sonst. Gleich zu Anfang sieht man, wir waren in Athen. Das war sogar noch der letzte oder der vorletzte Tag vom November. Und hier waren wir erstmal im Baumarkt, ganz logisch, und haben dieser Katze Hallo gesagt. Die war sehr süß. Ja, bis dato die erste Katze, die wir im Geschäft getroffen haben, aber ich kann jetzt schon mal sagen, nicht die letzte. Und sie hat unseren Baumarktaufenthalt im Leroy Merlin auf jeden Fall verschönert. Dann haben wir uns natürlich auch noch die Akropolis angeguckt und ein paar Wahrzeichen der Stadt. Wir haben in Athen die öffentlichen Verkehrsmittel verwendet, die wir auf jeden Fall weiterempfehlen können, denn man kommt schnell von A nach B und das Ganze ist sehr günstig, und haben etwas außerhalb in einem Viertel übernachtet. Insgesamt waren wir dort, glaube ich, 2 Nächte. 2 Nächte, ja, Andi nickt. Und sind dann danach über die Ausläufer Richtung Euböa gefahren, wo wir dann auch eine längere Zeit verbracht haben, beziehungsweise die Vorweihnachtszeit oder die Adventszeit. Wo fahren wir rüber? Über die Brücke? Meinst du die da? Ja. Wowi, wowi, wowi. Irgendwo da hinten ist Athen. Von unten dran. Was machst du da und warum? Da mache ich ein Loch, damit die Luft raus kann aus dem Wassertank. Denn wenn man aus dem Wassertank Wasser rausnimmt, dann muss irgendwas nachkommen. Sonst gibt es ein Vakuum und dann kommt kein Wasser mehr raus. Das kann auch wieder mal rein. Das ist das fertige Endergebnis. Schön, Mögi, dass du das alles dokumentierst. Ich sitze am Lagerfeuer. Und, gefällt's dir? Ja. Und was machen wir heute Abend? Musst du auch noch?
heute Abend gibt es was ganz Tolles und zwar Taschin aus Marokko. Das haben wir noch nie gegessen, aber ich freue mich schon sehr drauf. Es kommt in einen Topf und der Topf wird dann in die Glut gestellt und dann wird das, was da drin ist, gekocht und dann gegessen. Und ich bin sehr gespannt. Und wahrscheinlich trinken wir noch einen Glühwein am Meer. Ja. Auf Eubea angekommen, hatten wir auf jeden Fall auch schon ein heißes Date. Wir waren verabredet mit Maike und Markus, 2 super coole Menschen, die wir schon kurz vorher in Griechenland kennengelernt haben. Und wir hatten das Glück, dass dort auch noch die liebe Micha und die Vera dabei standen. Wir hatten auf jeden Fall ein paar wunderschöne Tage an einem Strand. Hier sieht man, wir haben sogar zusammen Taschin gemacht. Genau, zu diesem Strand kann man sagen, der war ziemlich verwüstet. Ein paar Wochen davor haben große Unwetter auf der Insel stattgefunden und der komplette Strand war vollgeschwemmt mit menschlichen Müll, kann man sagen, aber auch ganz viel Totholz. Und Markus hat diesen Strand erstmal aufgeräumt und seine kleine Säge ausgepackt, Kettensäge, und hat für uns alle Holz gemacht und somit hatten wir mal wunderschönes Lagerfeuer. Und dann kam uns auch noch diese kleine Katze hier besuchen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch keinen Namen, aber sie hat unser Herz erobert. Ja, diese Katze ist auf jeden Fall eine längere Geschichte, die ich versuche im Laufe dieses Videos wiederzugeben. Sie ist uns hier an diesem Strand zugelaufen und hat erstmal die beiden Mädels, Micha und Vera, davon überzeugt, dass sie jetzt ein Teil der Crew ist. Und die beiden haben sie dann nach einer mehr oder weniger herzzerreißenden Geschichte adoptiert. Hier waren wir auf Lutra. Hier gibt es heiße Quellen. Hier war die kleine Kitty Caddy, die immer noch namenslos war, nicht dabei. Aber sie sollte uns auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufsuchen. In Lutra gibt es heiße Quellen um die 42 Grad. Hier haben wir ein paar schöne Tage verbracht. Wir können das absolut jedem weiterempfehlen, der einen kleinen Roadtrip macht um Athen und noch die Zeit hat, nach Eubea zu fahren. Die Locals haben da kleine Becken ins Meer reingebaut und man sitzt dann quasi in diesem heißen Wasser und wenn es zu heiß wird, dann kann man sich im Meer abkühlen. Zurückgespult zum Strand vor den heißen Quellen. Nochmal ein herzliches Dank, vor allem an Markus, für die ganzen Tipps und Tricks, die er uns das Werkzeug ausleihen. Survival Camp. Genau, für das Survival Camp, ja, wo ich am Auto noch ein paar Reparaturen gemacht habe und auch wo wir uns im Sand festgefahren haben und wir noch mal ein bisschen über das Fahren im Sand gelernt haben. Genau, zur Katze komme ich gleich nochmal. Bevor wir unsere Katzengeschichte erzählen, wollen wir euch noch unsere neu gewonnenen Freunde Vera und Micha vorstellen. 2 ganz besonders tolle Menschen, die wir kennenlernen durften und die auch ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen haben. Hey, wir sind Vera und Micha und für 1,5 Jahre sind wir mit unserem selbst ausgebauten Camper durch Europa und Teile Nordafrikas gereist. Zunächst ging es von Fulda über Frankreich, Nordspanien nach Portugal. Von dort durch Marokko, dort verbrachten wir den ersten Winter, über Südspanien, ein Abstecher nach Andorra, Sardinien, Norditalien, kurz zurück nach Deutschland und über Polen bis ins Baltikum, bis es dann über die Balkanstaaten bis nach Griechenland ging und von dort noch einmal mit der Fähre nach Tunesien. Den Rückweg nach Deutschland ging es über Sizilien, den ganzen Stiefel Italiens, weiter Richtung Norden, bis wir wieder zurück in Deutschland waren. Oft werden wir gefragt, wo es uns auf unserer Reise am besten gefallen hat. Aber es fällt gar nicht so leicht, eine Antwort zu treffen.
denn jedes Land hat auf seine ganz besondere Art und Weise beeindruckt und unseren Horizont erweitern lassen. Trotzdem stechen 2 der Länder auf unserer Route heraus. Die Kultur, die Sprache und die Begegnungen mit den Einheimischen vor Ort hinterließen die prägendsten Erinnerungen und Erlebnisse für uns. Am eindrucksvollsten war für uns die Zeit in Marokko. Deswegen haben wir unsere Reiseerlebnisse in den 111 Tagen Marokko in einem Buch zusammengefasst und aufgeschrieben, inklusive Bilder, Tipps, Stellplätze und eine Reiseroute zum Nachreisen. Vielleicht konnten wir deine Neugierde ja etwas wecken, ganz egal, ob du gerne vom Sofa aus mitreist oder vielleicht sogar mit deinem eigenen Camper. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und viel Spaß beim Mitreisen. Wir können das Buch wärmstens empfehlen und packen euch deswegen den Link dazu in die Videobeschreibung. Eignet sich auch gut als Weihnachtsgeschenk. Hallo, hallo! Nachdem wir in den letzten Tagen an einer wunderschönen heißen Quelle mit 40 Grad gestanden haben und sehr viel relaxed haben, fahren wir weiter und heute füllen wir Wasser auf und wir haben eine Bergquelle gefunden. Also auf dieser Insel hier auf Euböa, ich kann es nicht aussprechen. Euböa gibt es einfach sehr, sehr, sehr viel Frischwasser. Um dem Wunsch von der Maggie nachzukommen, zeigen wir ein bisschen mehr Vanlife. Heute ist der 8. Dezember. Wir sind noch auf Euböa und stehen in einer schönen Bucht. Es ist ein kalter, grauer Regentag und deswegen chillen wir heute viel im Auto. Genau. Und so sieht's aus. Also ich stehe gerade hier. Und so sieht's bei uns aus. Das machen wir an einem Regentag. Ja, wie man sieht, es ist ein bisschen Chaos. Das werde ich auch gleich mal in Ordnung bringen. Wir haben schon so Vormittag. Und ja, ich werde gleich aufräumen, ein bisschen kochen, ein bisschen neuen Ingwer-Drink machen und der Andi schneidet Videos. Und genau. Und gerade noch zur Info, was haben wir die letzten Tage gemacht? Wir waren an den schönen heißen Quellen hier auf der Insel. Absolut empfehlenswert, ja. Die Vera, also mit Vera und Micha, die wir hier kennengelernt haben. Die Micha hatte nachgelesen, einer der schönsten 10 europäischen heißen Quellen, also fahrt hin. Genau, und jetzt stehen wir eben aber in so einer kleinen Bucht, weil am Anfang unserer Inselreise hier, wo wir noch zu 6 an einer anderen Bucht standen, genau, noch zusammen mit Mike und Markus und schöne Lagerfeuerabende hatten, ist ein kleines Kätzchen zu uns, eher gesagt zu unseren neuen Freunden gekommen. Und die kleine Katze hat sich ihren Weg in die Herzen von Micha und von Vera miauns und ist jetzt auch ein Crewmitglied. Wir müssen die Katze unbedingt einblenden. Genau, das wollte ich noch erzählen. Ein Highlight. Nach Lutra sind wir in die Nähe von der Hauptstadt von Euböa gefahren, haben uns eine kleine Bucht gesucht und hier haben wir auf jeden Fall länger gestanden. Wir haben immer schön zusammen Yoga gemacht, haben toll gekocht, hatten einfach eine wunderschöne, super entspannte Zeit. Und wir sind immer mit den Fahrrädern zum Lidl rübergefahren, was ein guter Deutscher eben macht, denn Lidl lohnt sich. Genau, wir haben hier echt viel Energie und Kraft getankt und hier war auch die kleine Caddy wieder dabei und jetzt hat sie sogar einen Namen. Sie heißt Nala.
Ja, also die Mädels hatten die Caddy auf dem Rückweg von Lutra zu dieser Bucht irgendwie wiedergefunden und eingesammelt. Und ja, dann stand's fest. Sie musste einfach mitkommen. Ja, da hatten wir jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Was magst du denn noch? Sprich. Hast du Durst? Wo sind denn deine zwei? Ne? Du hast das falsche Auto erwischt. Ja, ich weiß, du hast das. Nein, nicht auf den Tisch, bitte. Du darfst dich hier hinlegen. Nein. Wer ist da zu Besuch? Hallo. Wer ist das denn? Ja. Ja, schlapp, schlapp. Schlapp, schlapp. Ja. 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 Videoschnitt mit Katze und an dem Laptop kann man sich schreiben. Wie süß. Oh, weg von meinem Kaffee. Nein, so ist gut. Jetzt musst du den Kaffee beschützen. Ich muss nämlich ein Video machen. Also, ich kann nicht arbeiten. Was wir an dieser Stelle auf jeden Fall noch erwähnen möchten, ist, dass wir durch unser Treffen mit Markus und Maike und dann unsere verbleibende Zeit mit Vera und Micha eine wirklich traumhaft schöne Adventszeit hatten. Wir waren doch jetzt eine gute Zeit zusammen unterwegs mit Vera und Micha und wir haben es einfach wahnsinnig genossen. Es war sehr, sehr entspannend. Wir hatten tolle Gespräche. Wir haben jedes Lagerfeuer und jedes gemeinsame Essen genossen. Wir haben abends zusammen Kinoabend gemacht oder zusammen Glühwein getrunken. Ja. Wir waren voll auf derselben Wellenlänge und es hat einfach Spaß gemacht, zusammen Zeit zu verbringen. Vielen, vielen Dank für diese tolle Zeit. Ja, um das Ganze mit einem blöden Spruch zu beenden, man muss die Feier so feiern, wie sie fällt. Erste Fahrt. Hallo. Also die ganzen garstigen Möwen. Und jetzt? Ja. Erstmal strecken.
Und dann wieder hinlegen. Und dann wieder hinlegen. Nun zurück zur Katze. Ich bin noch eine Erklärung schuldig, warum sie dann bei uns gelandet ist. Vera und Micha mussten leider wegen familiären Gründen schnell nach Deutschland zurück und ja, die Katze war noch da und wir haben sie so sehr ins Herz geschlossen, dass wir uns vorgenommen haben, sie so lange mitzunehmen, bis wir ein tolles Zuhause für sie finden. Und somit wurden uns ein paar wunderschöne Katzentage geschenkt. Also ihr werdet sehen, da kommt ganz viel Katzen-Content. So lange, bis wir wirklich über Andis Mama, die ja Griechin ist, ein ganz, ganz tolles neues Zuhause für die Nala gefunden haben. Das war so krank anstrengend. Kleine Jägerin. Und jetzt geht's richtig rund hier. Du guckst schon so. Ja, wir haben gerade die Vera zum Flughafen in Athen gebracht. Und jetzt fliegt sie zu ihrer Familie nach Hause. Und jetzt sind wir wieder allein. Ja. Allein. Es war eine sehr schöne Zeit. Ja, ziemlich schön. Und jetzt geht's aber weiter. Ja. Erstmal in den Pet Shop und dann nach Thessaloniki. Ja, grobe Richtung. Ja, Und dann Richtung Osten. und dann Richtung Osten. Wo sind die Augen? Was passiert da, Möri? Wie sie träumt. Sie träumt. Das ist wie Ohrenzucken. Hier sind wir gestern Abend in etwas Dunkeln noch angekommen. Und wie man sieht, der Boden ist ein bisschen matschig, lehmig. Aber es geht noch. Ich denke, wir kommen da wieder raus. Von dem Dorf da unten sind wir gestern hochgefahren und in den Beschreibungen des Parkplatzes stand schon, dass es sehr steile Straßen sind. Ja, die waren sehr steil, muss ich tatsächlich sagen. Und wir hatten das ein bisschen unterschätzt. Bei Glatteis würde ich sowas nicht empfehlen. Aber zum Glück hatten wir hier noch nicht wirklich 0 Grad. Ja, komm, Nala. Psst, 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 psst. Ja, komm her. Ja, Ja, komm her, du Süße. ja, hier sind wir. Ja. Ja, hallo. Ja, hier ist überall nass, ne? Oh, das ist gut. Da soll sie mal ruhig ein bisschen spielen.
Oh, jetzt geht's ab. Hast du gesehen, wie sie die Pfoten ausgeschüttelt hat? Ja, da komm runter. Schaffst du das? Oh, jetzt traust du dich nicht mehr, gell? Das ist das typische Nicht weiter hoch. Ich bin hier, falls du hierher kommen willst, ne? Oh oh. Ich bin hier. Hat sie jetzt gemiaunzt? Oh oh. Abenteuer gehabt. Ich bin hier. Oh nein. Nala, komm runter. Nicht nach oben. Ja, jetzt traust du dich nicht mehr, gell? Oh oh. Der Baum ist nass, glitschig und du weißt nicht mehr, wie du runterkommen sollst. Hier bin ich, ne? Falls du kommen willst. Oh 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 nein. Wow. Wow. Oh Gott, Nala. Was machst du da, Mary? Der Katze Joghurt anbieten. Nachdem wir Vera in Athen dann noch zum Flughafen gebracht hatten, sind wir weitergefahren nach Delphi. In Delphi haben wir eine tolle Wanderung gemacht und haben mal ausprobiert, ob wir die kleine Nala dann einen Tag lang draußen im schönen Wetter auf diesem wunderschönen Stellplatz lassen können. Wir fanden, das war eine gute Idee. Wir haben ihr morgens dann ganz viel Futter und Wasser hingestellt und sind heimlich losgelaufen. Ja, sie hat es uns vielleicht ein bisschen krumm genommen. Als wir zurückkamen, war sie nicht so amused. Das war eher so, wo wart ihr hier? Hier gibt's eine blöde kleine große Katze. Die hat mich geärgert. Ja, aber was haben wir eigentlich an dem Tag gemacht, wo wir die arme kleine Nala alleine am Stellplatz zurückgelassen haben? Wir haben uns auf jeden Fall erstmal Delphi als Ausgrabungsstätte angeguckt und das Museum haben wir uns natürlich auch angeschaut, das dazugehört. Und dann sind wir noch ein bisschen wandern gegangen, denn Delphi liegt wunderschön im Hochgebirge. Es lag auch ein bisschen Schnee. Ich weiß gar nicht, ist das Hochgebirge? Das ist eher mittleres Gebirge. Und Hanna und Jens hatten uns eine Wanderung empfohlen und die war auf jeden Fall auch wunderschön. Aber richtig ab hier. Und kurz mal wieder putzen und weiter geht's. Geht erstaunlich gut, oder? Hättest du nicht gedacht, oder? Nein. Das ging heute schon die ganze Zeit, als du geduscht hast. Andi hat Geleitschutz. Er bringt uns zum Museum, oder? Das ist so schön, dass wir hier sicher zum Museum begleitet werden. Unterwegs markieren wir alles. Ist ja auch dein Museum, ne? Süßer Wauzi, du. Na, dann musst du ihnen nachher aber auch was von deinem Käse abgeben.
Hallo! Wir stehen hier oberhalb von Delphi und schauen uns den Teil an, der bei der Ausstellung abgesperrt war. Also davon kam selbst im Museum nichts vor. Hier ist nochmal so eine Art Stadion. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt hier diese kleine Wanderung, die uns die Hanna und der Jens empfohlen haben, machen und das nochmal von oben sehen können. Und wir schauen mal, was der Tag sonst noch so bringt. Wann sind wir aufgestanden? Da war es noch dunkel, um 7 Uhr. Und wir sind um 7:45 losgekommen. Wir haben noch Kaffee getrunken, gefrühstückt. Und jetzt ist mittags. Wir haben immer noch viel Zeit und wir haben auch keinen Stress. Und wir haben die Städte schön in Ruhe angeschaut. Ja, und jetzt wollen wir noch den Berg hoch. Mhm. Heute ist der 19.12.2023 und ja, wir haben, wie viel Grad haben wir hier oben? Vielleicht 15 Grad oder so. Wir fühlen uns aber eher wie 20. Keine Wolke am Himmel. Ja, uns ist sehr warm. Hast du diesen Blick mal drauf? Bestimmt auch, weil wir uns ein bisschen bewegen. Ja. Und da unten ist die ganze Ausgrabungsstätte von Delphi. Da waren wir auch schon drin heute. Da unten sieht man angedeutet den Weg auf diesem flachen Stück. Da sind wir hergelaufen und jetzt, da hinten steht unser Auto um die Ecke. Und da ist das Meer. Hallo, hallo. 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 Oh, du Süßer. Hallo. Schlapperst du mich jetzt ab? Danke. Das höchste Halteverbotsschild Griechenlands. Wie man sieht, haben wir hier erstmal Mittagspause gemacht mit einem phänomenalen Ausblick auf den schneebedeckten Nebengipfel. Und dem Meer auf der anderen Seite. Ja. Wie wir jetzt sehen können, befindet sich da drüben ein sehr, sehr hoher Berg. 2300 Meter. Ihr seht hier schon, es ist Dezember und es liegt schon Schnee. Das ist natürlich super für dieses ganz seltene blaue Exemplar, was wir da hinten sehen können. Handy, was hast du da gefunden? Also im Stiel. Und wo lag das drinne? Ja. Krass, wir haben gefühlte 30 Grad Mitte Dezember. Endlich haben wir auch mal was Gefrorenes gefunden. Oh. Guck mal, die stehen da hinten. Voll weit und entspannt. Dann sind sie da oben süß. Oh.
Das gefällt dir jetzt. Da oben drin irgendwo. Da kommt eine andere Katze an. Ja, wow. Aus, aus, aus. % von der Dose. Oh, mein Löffel ist ganz dreckig. Kannst du mir abschlabbern, bitte? Hi Kitty. Hallo. Kommst du wieder runter? Oder traust du dich nicht? Oh. Nala. Ist schon zugeschlossen? Hinten habe ich zugemacht, ja. Oh Gott. Ja, die ist ganz waghalsig. Ja. Ich helfe dir vielleicht mal. Soll ich die runter? Nee, das kriegt sie selbst hin. Das schafft sie. Im Vorwärtsgang. Hey! Hello! Wir sind heute am 21.12. Bei den Thermophylen in der Nähe von Lamia. Hier gibt es wieder einen ganzen warmen Fluss oder Bach. Und wir sind baden. Wieder in heißen Schwefelquellen, die da irgendwo bei 40 Grad rauskommen. Quellenhund. Ein Wasshund? Ein Quellenhund. Quellenhund. Ein Seehund, ein Quellenhund. Ein heißer Quellenhund. Die findet man überall da, wo die Wassertemperatur mehr als 25 Grad hat. Ne? Ja. Das ist jetzt die Kurve, wo man dann runter ist zum Haus. Nee, da hat ein Ja, Halsband. das Ding hat noch immer offen. Das sind die alten Leute. Oder zumindest. Ja, sehr gut. Genau. Hier waren mal Geschäfte rechts, die haben wir schon seit damals schon geschlossen gehabt. Und da ist die Platz hier und das Restaurant, da die Stühle schon weg. Dafür ist eine Krippe da. Hier rechts ist, glaube ich, noch die Wirtschaft, genau, aber wie gesagt. Oh Gott, Kitty, du fällst die Katze runter. Soll ich sie aufhalten? Ich frage nur nach. Es spielt keine Rolle, dass er nicht qualifiziert ist. Ich sehe da gar kein Problem. Mensch, ich bin doch da! Diese Socken sind so gut. Wow. Ja. Wir sind natürlich nicht grundlos irgendwo ins Hinterland in die Berge gefahren, sondern hier in Temfristos ist meine Mutter groß geworden. Dieses Haus gehört unserer Familie und ich habe jetzt erfahren, dass zweimal im Jahr ein paar Leute kommen, die hier das Gebüsch wegmachen. Deswegen schaut es einigermaßen gepflegt aus. Wir hatten die Möglichkeit, das Tor aufzumachen, aber nicht ins Innere zu gehen. Das Innere ist voll mit Spinnweben. Aber hier waren wir dann eben und haben mit all unserer griechischen Verwandtschaft Videocalls abgehalten, um sie über das Haus zu informieren und zu zeigen, wie es aktuell aussieht. Und alle waren natürlich neugierig. Genau. Und im Anschluss sind wir noch auf den Friedhof gegangen, wo meine Oma und mein Opa liegen. Aber dir wird es da bestimmt gut gehen und dann. Sehr schön. Wir haben in der Kurve über dem Haus geparkt und wir sind rückwärts in den Stamm reingefahren und haben eine fette Delle im Koffer jetzt hinten. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, drin ist kein Schaden, außen können wir es abdichten. Ist nur eine Delle im Aluminium. Ja, so ist das hier. Aber ich kann mich an den, da bin ich
Das macht nichts. Wir fahren jetzt nach Lamia, gehen auf die Platia, trinken dann einen Kaffee, setzen uns ins Café Mio, schauen reich aus. Ja, habe ich der Möri auch gesagt, aber irgendwie, hier regnet es und es ist kalt. Wir wollen nach Lamia, da ist es warm und die Sonne scheint. Aber wollen wir nicht nochmal auf den Friedhof? Achso, wir gehen jetzt noch zum Friedhof. Wir gehen jetzt zum Friedhof. Nein, die Katharina hat uns gewarnt, wir sollen nicht mit dem Auto runterfahren. Wir haben auch immer einen schönen Baum mitgenommen. Ja, du kleine Mauskatze. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, Andi. Was geschieht, Möri? Musst du selber sagen. Nein. Kitty darf nochmal aufessen. Dann gibt es ganz viel Katzenfutter hier. Nochmal mehr Katzenfutter hier. Und ja, dann geht's raus zu dem Bauern. Genau. Hier sind wir wieder bei den Thermophilen. Das war ein Tag, nachdem wir die kleine Nala abgegeben haben. Eine sehr harte Prüfung für uns. Sie war uns so ans Herz gewachsen. Wir haben sie zu Janas Trauzeugin gebracht, die Schwägerin von der Fortini. Diese hat einen Schafshof in der Nähe von Lamia und das ist ein absolutes Katzenparadies, muss man sagen. Wir standen noch mitten in den Lämmern und hatten Weihnachtsfeelings ohne Ende und haben sie Nala mit einem sehr guten Gefühl dort abgegeben. Eine absolute Katzenfreundin. Dort ist sie eine von 12 Katzen, die auch sehr gut gepflegt werden und gutes Essen bekommen. Na Möri, gefällt's dir hier? Ja. Soll ich jetzt noch erzählen, warum? Warum gefällt's dir denn?
Ja, hier ist so ein schöner, großer, sehr warmer Fluss oder was auch immer. Mit fast 40 Grad. Das ist wirklich wie in der Therme Erding, nur umsonst. Ja, heute Morgen haben wir auch schon eine Schafsherde oder eine Ziegenherde gesehen. Und hier gibt es ganz, ganz viele süße Hunde, die man füttern kann. Aber denen geht es hier auch gut, weil die sind sehr wohlgenährt. Und die laufen immer über den kompletten Parkplatz und machen wuff, 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 wuff. Und bewachen hier alle und sorgen für Ordnung. Sehr schön. Ja. Wieso mögen die denn alle nicht? Okay, das wird jetzt langsam crazy hier. Hier ist auch noch Futter. Und du? Ja, sie kommen alle hier entlang. Wie sie diesen Hunden hier folgen. Ja. So cool. Kannst du den Teller... Geil. Na, Möri? Weihnachten haben wir super entspannt bei den Thermophilen für einige Tage verbracht und wir haben ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Angefangen mit Xanni und Eike und Mirjam mit ihren Kindern, dann waren da Simon und seine Familie und Frank und Sandra. Ja, wir hatten super spannende Gespräche, leckeres Essen. Es war wirklich eine schöne Zeit. Außerdem gab es da noch eine rumänische Großfamilie, die zusammen Weihnachten gefeiert haben, auf ihre ganz eigene Art. Das war super cool. Und das Flüchtlingsheim in der Nähe hat noch eine kleine Balkan-Weihnachtsfeier veranstaltet. Das war auf jeden Fall abgefahren. Mega schön. Und von den Rumänen muss erzählt werden, die mit einer Wohnmobilburg am Start waren und die hatten dann einen Tisch in der Mitte des Flusses aufgebaut, wo ein großes Spanferkel oder so drauf war und ganz in der Früh die Männer schon mit Wodkaflaschen ins Wasser gestiegen sind. Toll. Ja, die hatten das Schweinchen auf dem Floß. Schön ausgebauten Wanderweg. So kann man viel weit gehen, glaube ich, Juri. Und wir haben hier gefühlt 25 Grad. Ja. Deswegen wir hier fast oben ohne rumlaufen. Nein, ich wollte nur mal. Als vorbildliche Touristen haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch nach Meteora zu fahren. Meteora heißt kleine Meteoren, oder? Hast du nicht die Frau belauscht, die gesagt hat zu ihrem Kind, dass Meteora übersetzt kleine Meteoren heißt? Wir wissen nicht, ob die Information stimmt. Das hat irgendjemand anderes dem uns erzählt, dass es so aussieht, als wären da Meteoriten runtergestürzt. Und deswegen sind das so Gesteinsbrocken, die Meteoriten gleichen. Ja, also auf jeden Fall finde ich das total logisch. Die katholische Kirche hat sich dann natürlich angemaßt, da noch ein paar Klöster draufzusetzen. Architektonisch sind die natürlich auch total cool.
Alles andere ist streitenswert. Genau. Wir haben eine schöne lange Wanderung durch Meteora unternommen, die uns Micha und Vera empfohlen hatten. Danke nochmal dafür. Und unser persönliches Highlight, beziehungsweise mein persönliches Highlight, war hier das Monk Prison, das man gleich auch noch sieht. Das war ein bisschen versteckt. Davon hatte uns Anna-Maria erzählt, die Fotografin, die wir bei den Thermophilen getroffen hatten. Und das Suchen war es auf jeden Fall wert. Genau. Andi hat dann natürlich zur Feier des Tages noch seine Drohne hochgeschickt. Wir wussten nicht, ob man es darf oder nicht. Wir kamen uns ziemlich wie Gangster vor. Aber er hat auf jeden Fall ganz tolle Aufnahmen von Meteora hier gemacht, in meinen Augen. Und das Ganze für uns festgehalten. Wobei, da habe ich gelernt, dass es gar nicht so clever ist, von irgendwo unten sozusagen die Drohne weit hochsteigen zu lassen und wegfliegen zu lassen, weil das Signal relativ schnell abbricht. Und habe gelernt, dass es wohl in Zukunft besser ist, einen erhabenen Platz, einen erhöhten Platz zu suchen und von dort aus die Drohne steigen zu lassen, damit möglichst wenig Unterbrechungen in der Sichtlinie zur Drohne existieren. Dann ist der Empfang auch deutlich weiter noch gut. So ging mir schon ein paar Mal bis in die Pumpe, als die Drohne längere Zeit ohne Signal war und irgendwie im Automodus dann zurückgeflogen wäre oder auch nicht. Ein Highlight? Der Abstieg von dem letzten Kloster, das geschlossen hatte, sind wir dann einen echt mystischen Weg wieder abgestiegen. Da alle Touristen sind nur oben auf der Autostraße geblieben und wir sind endlich wieder von den Touristenmassen weggekommen und den Weg abgestiegen an dem Kloster entlang nach unten. Und es war dann noch ein weiter Weg zum Parkplatz zurück, aber es war schön und wir sind auch im Wald durch so eine Brücke gelaufen und haben eben dann dieses Monk Prison noch gesehen. Kleiner Nachtrag. Ich habe gerade katholische Kirche gesagt. Ich meine natürlich die griechisch-orthodoxe Kirche. Und hier sieht man das Monk Prison, das wir noch gefunden haben. Das war wohl das Gefängnis für die Mönche, laut Name. Und ich fand es ziemlich cool. Das hat eine sehr einfache Funktionsweise. Diese Steine sind so glatt und steil. Man hat mit Holzleitern die Leute da irgendwo oben aufgesetzt und dann hat man die Holzleitern wieder weggenommen. Und natürlich konnte man dann nicht mehr weg, ja, außer man wäre in den Tod gesprungen. Echt jetzt? Das hast du doch erfunden. Nein, wirklich, das ist so. Das war ein sehr effektives Gefängnis, weil man einfach nicht wirklich ausbrechen konnte. Keine Chance. Also das wäre die Stelle, wo ich gesagt hätte, wir fahren wirklich nicht weiter, wenn wir mehr als 5 Tonnen haben. Hört sich wirklich vertrauensvoll an.
Muri am Duschen, das ist Vanlife. So läuft das, wenn wir duschen. Wir sind Sherlock Holmes. Was machen, warum? Naja, wir haben hier gestern eine Wäsche reingeworfen, eine 60-Grad-Wäsche. Und haben dann dementsprechend passend das Geld eingeworfen. Also 50-Cent-Stücke. Und die ging auch an die Waschmaschine. Und nach 2 Stunden 41 kamen wir zurück und wollten die Wäsche rausholen. Allerdings war die Wäsche unten, wo die Trommel nass war, nass und oben komplett trocken. Und dann waren wir total unsicher, ob die Waschmaschine funktioniert hat. Also haben wir nochmal 50 Cent reingeworfen und haben das ausprobiert. Die Waschmaschine hat aber funktioniert. Und somit liegt für mich die Vermutung nahe, weil man kann sie währenddessen hier Geld drin ist, kann man diese Waschmaschine eben auch umstellen, dass vielleicht irgendwer unsere Wäsche rausgenommen hat und seinen reingemacht hat, um ein wenig Wäsche zu waschen und am Ende wieder unsere reingetan hat, so als wäre nie was gewesen. Und das haben wir jetzt hier dem netten Camperstop-Chef erzählt und der wurde dann auch direkt stutzig und wir machten jetzt nochmal die Wäsche rein. Und er meinte, er möchte uns auf jeden Fall das Geld wieder geben, weil er möchte ausprobieren, ob es an der Waschmaschine liegt oder ob hier irgendjemand Unfug getrieben hat. Was irgendwie auch seine erste Vermutung war. Und das finden wir natürlich schon sehr seltsam, deswegen spielen wir jetzt Sherlock Holmes. Und ich habe mich gestern Nacht die ganze Nacht darüber aufgeregt, weil das irgendwie nach all unseren Vermutungen, die wir durchgegangen sind, weil die Maschine ja offensichtlich, wie man sieht, funktioniert, irgendwie unser einziger Verdacht war, was passiert sein könnte. Und ich bin echt froh, dass noch jemand den Verdacht hat und wir das jetzt testen können. Lukas, ich kann sie. Ja, aber wir haben daraus gelernt, sollten wir demnächst in Wäschereien sein und unsere Wäsche dort waschen, sollten wir auf jeden Fall auch anwesend sein. Und sie bewachen. Damit eben sowas nicht passieren kann. Heute ist der 31.12.2023 und auch das hier gehört zum Hashtag Vanlife. Eigentlich gerade Silvester feiern gehen. Und dann? Dann kam Wasser raus. Du kannst ja mal zeigen, wo sie es gesammelt hatte. Mhm. Aber es ist nur auf einem anderen Schlauch weitergelaufen. Wir haben bemerkt, dass hier auf unserer Stufe Wasser rauskam und haben die Stufe weggemacht. Das hier ist unser Abwassertank. 75 Liter fasst der. Und das Wasser stand hier. Kam hier rüber gelaufen. Hier so. Und stand hier wirklich drauf. Erstmal trocken gemacht und geguckt, wo das Wasser herkommt. Wir hatten erst hier diesen Abwasserschlauch im Verdacht. War aber nicht. Wie man sieht, das tröpselt hier so runter. Und kommt dann hier unten raus. Muss ich gleich auch nochmal trocken machen. Und ja, das war dann unser Frischwasser. Die Schlauchstelle ist super fest angezogen, aber trotzdem nicht fest. Aber jetzt fest, ja. Bringe mi
mir ein Bier. Zum krönenden Abschluss des Jahres haben wir noch unsere Familie in Thessaloniki besucht. Es war wunderschön. Wir wurden verköstigt wie Könige. Und ja, Andi wollte auch noch was sagen. Ja, wir hatten eine tolle Zeit. Wir haben dort eben Silvester gefeiert. Die Stadt ist richtig pulsierend an Silvester. Erinnert an Köln. Dort ziehen auch Leute durch die Straßen, die mit Trommeln ausgestattet sind und die Straßen beben. Ganz ohne Karneval. Ganz ohne Karneval. Und ja, wir hatten wirklich tolle Tage um Silvester herum. Und an Neujahr gab es eben ein großes Festmahl. Und gleich sieht man, wie in einem Kuchen, den man immer zu Neujahr backt, eine Münze gesucht wird, die irgendwo hineingebackt wird. Und das ist ein riesen Trara, diese Münze zu finden. Und man muss quasi alle Stücke von Hand durchkneten. Für Übersetzungen sprecht gerne Andi an. Ja, jetzt aber erstmal nicht. Das, glaube ich, spricht für sich. Το έβαλα καλέ. Αντρέα, πώς είναι σε εσάς? Ναι, ορίστε. Πώς τα αλήθεια σου λέω, 20 λεπτό έβαλα καλέ. Αν νόμιζα είναι 20 ευρώ. Μήπως είναι σε εσάς, Αντρέα μου? Δεν ξέρω. Το κοίμασε εδώ. Αντρέα, φάει και τα δύο να το βρεις. Έλα. Το βρήκατε? Τι. Βρε παιδιά. Εξενιτεμένη! Όχι. Ξεντεμένη. Καλέ τώρα κάπου αλλού, μήπως είναι στο δικό σας, στο Θοδωρή. Ποια φωτεινή το πήρε. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Κάτι νομίσματα τα είχα βρει και πάνω στον πάγκο. Όχι, και είναι από την βρύση. Αντρέα, πώς είναι δικά σας? Έτσι είναι, από εδώ είναι, από την ανάποδη, κάπου εδώ. Από κάτω. Ναι, από κάτω. Συγγνώμη. Όχι βρε, δεν σας Unten kommt es irgendwo. Τι έβαλες πατώ, κρύο σου Μαρία? Αμάν βρε, παιδιά μου. Κλείσε τη μια. Einfach mal essen. Ρε μανία με το νόμισμα. Γάμισα τώρα την πόρτα για το νόμισμα. Ναι, εντάξει, δεν θα φαγωθεί. Άντε να φάμε πως έγινε, Θοδωρή, έγινε καλιά. Δεν χαρά είναι, το ψάχνα, δεν έφαγε τίποτα. Φάει λίγο απ' όλα φάει. Για δες. Μαμά, εντάξει, θα βρεθεί. Ρε Καθολά, πώς είναι. Miri, was liest du da? Ich lese gerade das Buch Mit den Camper in die Wüste, 111 Tage Marokko, und ich bin total begeistert. Auf jeden Fall auch nochmal ein Reiseziel, wo wir unbedingt hin müssen. Und ich glaube, ich werde das meinen Eltern zu Weihnachten schenken. Das war also unsere Vorweihnachtszeit im Jahr 2023 in Griechenland. Wir können es jedem ans Herz legen, der dort überwintern möchte. Wir wünschen euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit 2024 und grüßen euch herzlich aus Kambodscha.